Millimeterarbeit war am Samstagmorgen auf dem Betriebsgelände der Firma Jasper Kesselbau in Scharpen gefragt. Ja, ich bin der Fertigungsleiter der Firma Josef Jasper und hier an unserem Standort in Scharpen haben wir jetzt einen Kamin gefertigt für ThyssenKrupp in Duisburg. Und heute sind ist das erste Teil, wird heute ist verladen und Transport wird heute stattfinden nach Spelle zum Hafen. Insgesamt sind es 4 Teile. Das erste Teil wird heute stattfinden, heute am Samstag, und das zweite Teil, was drüben steht, wird morgen gefahren. Und die nächsten Teile, die noch in der Produktion sich befinden, werden dann in 2 Wochen zum Hafen gefahren. Dies ist das Bauteil 2. Ne? Hat eine Länge von 27 Meter, Durchmesser 5900 Millimeter oder also 6 Meter eigentlich im Prinzip Durchmesser. Und ist circa jetzt um die 120 Tonnen schwer. Dass wir nachher zurückkommen, den aufpacken und den anderen morgen früh fahren. Beim Schwertransport gab es viele Punkte, die beachtet werden mussten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Du, ihr müsst da hinten drauf und ein Foto machen. Ja. Andere Verkehrsteilnehmer, die uns entgegenkommen und die der Polizei nicht folgen, wenn die denen sagen, anhalten. Wir erleben das sehr oft, dass die Polizei vorfährt, die anderen Verkehrsteilnehmer anhält, die Polizei fährt weiter und die Verkehrsteilnehmer fahren auch weiter. Und dann kommen wir um die Ecke und dann, da müssen erstmal die Bahnübergangsampeln weggedreht werden, dass wir da überhaupt drüber kommen, diese Peitschen, die oben drüber sind. Und dann müssen wir vorher noch mit der Bahn telefonisch uns in Verbindung setzen, ob die Züge da in der Zeit, wo wir da drüber fahren, gerade Pause haben. Und gut, das ist hier im Industriegebiet, da wird nicht so viel los sein, aber trotzdem sind wir verpflichtet, immer die Bundesbahn oder die dementsprechende Bahn anzurufen. Wir schätzen, dass wir in 2 Stunden in Venhaus im Hafen sind. Okay. Kommt aber auch ein bisschen auf Polizei an, wann die kommen. Kommt ein bisschen darauf an, ob es vielleicht anfängt zu regnen, ob wir über die Kreisverkehre gut drüber kommen. Aber wir schätzen 2 Stunden. Mal ein bisschen Leistung bringen, dass die nämlich noch mal ein bisschen mehr eingeschlagen wird. Lass den hinten nicht zu sehr ins Grüne, dann ziehe ich lieber noch mal vor. Wenn du 2-3 Meter ab ist,